Sao Paulo. Ja, danke euch. Rüber nach Brasilien. Wir werden natürlich gleich noch wesentlich mehr hören von der Rennstrecke, wo es, wir haben es ja gerade auch gesehen, noch trocken ist. Es war ja doch angesagt, dass da Regen möglicherweise herrschen sollte. Wir haben es letztes Jahr ja gesehen, wenn es dann da regnet, dann wird es richtig schwierig. Wie gut kennst du eigentlich die Strecke, diesen Circuit Carlos Pace? Ich bin dort ein paar Mal gefahren natürlich in meinem Leben, aber der wurde ja umgebaut. Das wurde diese schnelle Kurve nach Start und Ziel wurde entschärft. Ich würde sagen, ein Kurs der alten Garde, so vergleichbar vielleicht mit Spa und solchen Kursen, wo noch richtig aufs Herz ankommt, wo man anständig fahren kann. Relativ uneben der Kurs. Also eigentlich ein sehr schwieriger Kurs, sehr anspruchsvoll. Wir können ja vielleicht mal Ihnen, liebe Zuschauer, ein bisschen was zeigen, nämlich hier an unserer Playstation. Und da haben wir einen richtig guten Piloten eingeladen dazu, der uns auch da zur Strecke was sagen kann, nämlich Nico Rosberg. Herzlich willkommen. Wir wollen mit Nico gleich natürlich auch ein bisschen sprechen über deine eigenen Ambitionen, in die Königsklasse aufzusteigen. Bist du so ein Playstation-Profi? Kannst du das an so einem Gerät fahren? Ja, also früher bin ich sehr, sehr viel damit gefahren, also so zum Spaß und so, aber jetzt sehr weniger. Also wir werden sehen, wie das gleich geht. Am besten fährt er ein Rennen gegen dich, würde ich vorschlagen, oder? Weil wir haben hier noch eine zweite Konsole. Also wenn er schon viel geübt hat und das schon länger macht und jünger ist und sich besser auskennt, würde ich einmal sagen, wir tauschen einmal Rollen. Wer wir? Wir zwei. Warum bin ich nicht einmal Moderator und mache das Gequassel, was du normalerweise machst? Ja, super. Aber dann soll ich fahren, oder? Ja, bitte. Ja, aber dann steht der Sieger schon fest. Ja, da habe ich keine Chance gegen den Nico. Aber gut, okay. Du bist auch ein Rennen gefahren. Ja, aber hinten rum. Ja, wollte ich gerade sagen, du bist von hinten nach vorne gefahren, bist nicht weiter nach vorne gekommen. Aber heute kannst du es beweisen einmal, ob du was gelernt hast. Also gut, ich werde mich dann da gleich reinsetzen und dann wirst du beweisen, ob du moderieren kannst. Ne? Das kann ich sicher. Ja, meinst du? Jawohl, das ist einfach. Ich habe da so meine Zweifel. Okay, das machen wir gleich nach einer kurzen Pause, liebe Zuschauer. Da gibt es mehr hier bei uns aus dem Studio. Das große Rennen. Nico gegen Niki fällt aus. Ich muss als Ersatzkandidat ran, aber wir werden ein bisschen was über den Kurs erfahren und natürlich noch viele weitere Informationen zur Formel 1. Also. Sao Paulo mit Krombacher. So, meine sehr geehrten Damen und Herren zu Hause, einen schönen guten Abend aus Köln. Wir sind hier in unserem Studio angelangt. Ich begrüße Sie recht herzlich und habe hier eine ganz besondere Sensation zum Anbieten. Hier Nico Rosberg in einem McLaren, der leider vom Auto ja etwas im Nachteil ist natürlich, weil der McLaren ist nicht so schnell wie der Ferrari von meinem Kollegen Florian König. Ja, aber fahrerisch ist er leicht im Vorteil, würde ich sagen. Nein, das werden wir erst sehen. Du bist selber Rennfahrer gewesen, du nicht untertreiben. Also bin ich jetzt Moderator, Ruhe. Oh, Entschuldigung. Und jetzt geht es eben darum, wie wir hier in Interlagos jetzt zurechtkommen. Ein Kurs, der sehr anspruchsvoll ist. Ich bin ja dort schon mal gefahren, du sicher auch schon, oder? Ja, natürlich. Gut, also alle 2 Wochen. Probieren, wer von den beiden der Schnellere ist. Du hast eh viel mehr geübt schon als ich. Also Was ist los? Du sagst doch vorhin die ganze Zeit hier. Na gut, So, seid ihr bereit? Ja, also Ja? einigermaßen, Nico, ja. bist du bereit? Ja. 3, 2, 1, Start. So, jetzt ist noch rot, meine Herren, rot, Vollgas, Also wenn die Ampeln ausgehen, musst du losfahren. Vollgas. Ja. Jetzt geht's Guck los. mal, das ist auch ein guter Start. So, jetzt geht's los. Müssen wir gleich hier einmal zick darf man. Florian, nicht, ne? Achtung, du bist schon Ding, jetzt geht's links runter. Oi, oi. Ja, ein bisschen, sagen wir mal, nicht Ideallinie. Der Nico ist schon klar vorn, schauen wir sich. Und Unfall kleiner. So, und jetzt Vollgas. Schau, schau, wie dich alle überholen. Es gibt Vollgas das ist jetzt. egal. Fix. Barrichello kommt auch schon. Schau, schau, schau. Das ist aber unglaublich. Aber guck mal. Oh, Ja, sag mal, die Renaults fahren die auf der Geraden vor. Das gibt's ja gar nicht. Oi, oi, das ist ein Drama hier. Nico ist klar in Führung. Ehrlich? Klar in Führung. Wo bleibst du, Florian? Ja, Wo bist kommt du? jetzt. Er ist schon ganz vorn. Soll ich mal schnell warten? kann nicht sein. Warte mal kurz, warte kurz. Ja, der kann noch nicht so richtig. Oh! Michael Schumacher. Ah, nein, Entschuldigung. Ja, das war ein König. technisches Problem, würde ich sagen. Du wirst ja dauernd überholt. Sag mal, was ist los? Da wurde jetzt du, der Kurs ist rechts. Ach, muss man rechts. nicht auf dem Grünen, ja? Jetzt wieder aufgefahren am Toyota. Der Toyota ist auch schon vor dir. Das gibt's ja nicht. Ja, aber pass auf, jetzt komm. Der Nico ist klar vorne, eine gute Linie wie ein Profi. Schau, der ist immer auf der Straße. Sieht man überhaupt keinen Unterschied hier.
zwischen ihm und den großen Rennfahrern. Hier immer richtig, Vollgas schon, der fährt schon Richtung Start und Ziel, du rumpelst wieder im Gras herum. Du wolltest doch was zur Strecke sagen. Ja, Nico fährt schon und es geht Meine Bremsen tun. 320 Stundenkilometer, Sieger! Wo bist du? Was für eine Überraschung. Mal schauen, ob ich noch ins Ziel komme überhaupt Der geht im jetzt Rahmen Vollgas. unserer Jetzt geht's Sendezeit. nur noch bergauf, geht nur Vollgas. Da bleib auf der Kurve. Mein Gott, Florian. Jetzt gib ihm noch einmal, nicht zu viel lenken und jetzt pack noch einen. Hurra, Toyota, oder was? Ja, was? 14. Platz, oder? So, Nico, Gratulation. Danke. Ach, ein Überraschungssieg für Nico Rosberg, würde ich sagen, oder? Oh je. Gratulation! Aber ich weiß jetzt, warum du gekniffen hast. Ja, logisch, Weil du genauso alt ausgesehen hättest wie ich. noch älter. Na gut, also Nikos, wollen wir uns vielleicht mal ein bisschen rübersetzen, alle zusammen und vielleicht nochmal einen Applaus für den großen Sieger. Hier, mit rüber auf unser Sofa. Um dem Ganzen noch zumindest einen halbwegs ernsthaften Anstrich zu geben. Setzt euch. Ja. Formel 1 fahren, das wäre schon was, oder? Also jetzt so an der Playstation, das ist ja nur, sagen wir mal, das halbe Glück, wenn überhaupt, oder? Ja, also ich hab das Glück gehabt, dass ich schon zweimal fahren durfte, im BMW Williams getestet. Und das ist natürlich schon ein Traum. Also für jeden Rennfahrer ist natürlich Wahnsinn. Aber war es schwierig zum Beispiel? War es schwer, das erste Mal zu fahren? Ja, also am Anfang ist es schon relativ schwierig, weil es halt schon eine ganz neue Grenze ist. Aber man gewöhnt sich schon dran. Die Bremse ist das größte Problem eigentlich, weil wenn man da reintritt, ist es wie gegen eine Hauswand zu fahren, wenn man da bremst. Das ist wirklich unglaublich. Der Kopf, der fällt einem zwischen die Beine. Das ist unglaublich. Und die Motorleistung selber, ist die... Ja, ist beeindruckend, aber dann, wenn man fährt, dann kann man sich schon dran gewöhnen. Ist das denn heute leichter, deiner Meinung nach, für so einen jungen Mann schnell in die Formel 1 zu kommen? Das wollte ich gerade weil die raus- Autos leichter zu fahren sind als früher? Keine Ich Ahnung. glaube, die Bedienung selber muss ja relativ einfach sein mit dem Schalten und so weiter, oder? Gehst du Ja, auf jeden Fall würde ich mal sagen. Wir haben nur noch also zwei gegen Pedale. ein Formel 3 Auto ist es sicher leichter zu bedienen. Ja, würde ich mal sagen. Ja. Also Ja, da weil muss man weniger tun, nur die Geschwindigkeit und der Motor und die Leistung, das ist natürlich was ganz anderes. ja, also für den Kopf ist schon eine Ecke schwieriger, weil es kommt alles viel, viel schneller auf einen zu und man muss viel schneller reagieren und so. Also das ist schon viel schwerer. Und diese Rillenreifen, meine blöde Frage, die ja so einen Grip, so, wie würde ich sagen, so eine Kurve haben, also nicht so steil hinaufgehen und wieder abreißen. Ist mit denen leichter zu fahren wie mit Slicks? Ja, das ist eine interessante Frage, weil wo ich gefahren bin, hatte ich immer das Problem, dass man darf die nicht überlenken. Man darf nur ganz wenig lenken mit denen, weil wenn man ein bisschen zu viel lenkt, dann verlieren die komplett den Grip. Also da muss man sehr aufpassen, das ist ganz was anderes eigentlich als normale Slickreifen. Wirst du bald wieder fahren im Formel 1 Auto? Gibt es da schon wieder Gespräche über Tests? Wir sind natürlich jetzt im Moment in den Gesprächen drin und es sieht sehr gut aus im Moment, dass ich wieder einen Test kriegen kann. Und das ist natürlich eine wichtige Sache für mich. Wenn ich da auftrumpfen kann, dann könnte ich als Testfahrer tätig sein nächstes Jahr, was natürlich super wäre für mich. Und vielleicht die neue GP2 fahren, also was sozusagen der Nachfolger der Formel 3000 wird, sozusagen die zweite Liga direkt hinter der Formel 1. Ist das auch eine Option? Also das ist eigentlich mein Ziel für nächstes Jahr, dass ich GP2 fahre. Und ist super, weil das ist ein Rahmenprogramm von der Formel 1. Das wird höchstwahrscheinlich sogar sonntags morgens stattfinden, direkt vom Formel 1 Rennen, auf den Strecken dann auch. Und das wäre natürlich wirklich eine super Sache. Also wenn wir schauen, ob das klappt, wir drücken da die Daumen. Auf jeden Fall in der Formel 1, Niki, ändert sich ja eine ganze Menge zur neuen Saison. Darüber werden wir gleich sprechen, unter anderem